Wir leben auf einem Planeten des Wassers. Wasser betört unsere Sinne. Wasser macht Spaß. Ohne Wasser kein Leben. Es gibt Regionen auf der Welt, die zeigen, wie wir in Zukunft besser mit Wasser umgehen können. Die Ruhr. Sie hat einer der größten Industrieregionen Europas ihren Namen gegeben. Dem Ruhrgebiet. Kohle und Stahl haben diese Gegend im Herzen Deutschlands geprägt. Doch mit dem industriellen Fortschritt verliert ein anderer Fluss sein Leben. Die Emscher. In ein Betonbett gezwängt leitet die Emscher alle giftigen Abwässer aus dem Ruhrgebiet ab. Lange Zeit gilt die Emscher als der schmutzigste Zufluss des Rheins. Doch in den 80er Jahren regen sich die ersten Proteste bei den Anwohnern. Auftakt zu einem weltweit einzigartigen Projekt. Auf einer Länge von insgesamt 350 Kilometern wird ein ganzes Flusssystem umgebaut. Die Emscher und ihre Nebenflüsse sollen wieder zu einer natürlichen Lebensader werden, ohne Abwässer. Auch die Emscher-Groppe soll davon profitieren. Die Wiedergeburt einer Naturlandschaft. Wie ist das möglich? Die Villa Hügel in Essen ist ein Symbol der Macht und des Reichtums im Ruhrgebiet. Bis in die 50er Jahre residierte hier die Industriellenfamilie Krupp. Die war mit der Stahlproduktion reich geworden. Heute ist die Villa Hügel ein Museum. Unterhalb der großzügigen Parkanlagen wird die Ruhr gestaut. Der stolze Fluss, nach dem das Ruhrgebiet benannt wurde, versorgt die Region mit Trinkwasser. Kein rauchender Schlot trübt hier die Sicht. Kein stinkendes Abwasser belästigt die Nase der Anwohner. Die Ruhr verdankt ihre Schönheit der Entscheidung, die Schwerindustrie weiter nördlich anzusiedeln. Im 19. und 20. Jahrhundert bildete sich zwischen Duisburg und Dortmund der größte Ballungsraum Deutschlands. Hier wurde in großem Stil Steinkohle gefördert, Koks und Stahl erzeugt. Dabei entsteht giftiges Abwasser, das entsorgt werden muss. Diese Aufgabe sollte am Ende des 19. Jahrhunderts ein kleiner Fluss übernehmen, der mitten durchs gesamte Ruhrgebiet fließt. Die Emscher. Doch das Flüsschen war damit völlig überfordert. Nach starken Regenfällen trat die Emscher immer wieder über die Ufer. Weil zunehmend auch Fäkalien in den Fluss eingeleitet wurden, breiteten sich tödliche Seuchen aus. Um die Überschwemmungen zu verhindern, sahen die Ingenieure damals nur eine Lösung: den Fluss zu zähmen. Von 1906 an wurde die Emscher begradigt und in ein Betonbett verlegt. Ein natürlicher Fluss wurde allmählich zum Abwasserkanal.
Seit fast 120 Jahren ist die Emscher Genossenschaft, ein Zusammenschluss von Städten und Unternehmen entlang der Emscher, für alle Umbauten des Flusses verantwortlich, von der Quelle bis zur Mündung. Die Quelle im ländlichen Holzwickede, östlich von Dortmund, ist tief im Wald versteckt. Früher kamen Eisvögel überall an der Emscher vor. Doch nachdem die Emscher und ihre Zuflüsse kanalisiert wurden, ist die Quelle der einzige Ort, an dem sich die Natur frei entfalten kann. Robert Donoso Büchner ist an der Emscher aufgewachsen und begeistert sich für die Tiere im Wasser. Die Emscher Quelle bringt einen so ein bisschen wieder dazu, wie es vielleicht mal gewesen ist. Ja, also mit klarem Wasser, mit jede Menge Kleinstlebewesen, die ja für so ein kleines Gewässer erstmal grundsätzlich da sein müssen. Wenn ich dann an die Emscher komme, in den verdreckten Teil dann reinblicke, das tut schon weh, weil ich einfach weiß, dass es historisch gesehen ein wirklich faszinierendes Gewässer war. Schuld am Wandel zum offenen Abwasserkanal ist der Steinkohlenbergbau. Aufgrund immer wieder einstürzender Kohleflöze ist es zu riskant, Abwasserrohre unter die Erde zu verlegen. Stattdessen fließen Industrie- und Haushaltsabwässer offen durch die kanalisierte Emscher und ihre vielen Zuflüsse. Die betonierten Kanäle sind nicht nur hässlich, viele sind auch lebensgefährlich. Denn wer hier reinfällt, kommt nur schwer wieder raus. Auf einer Länge von insgesamt 350 Kilometern werden die Emscher und ihre Zuflüsse zum dreckigsten Kanalnetz Europas. Eigentlich müsste das Ruhrgebiet Emschergebiet heißen. Die Emscher ist vermutlich der einzige Fluss der Welt, der kurz vor seiner Mündung komplett in eine Kläranlage fließt. Doch wirklich sauber ist das Wasser, das bei Duisburg in den Rhein mündet, nicht. Die Färbung des Wassers zeigt, wie stark die Emscher nach wie vor verschmutzt ist. Doch entlang der Emscher leben Menschen, die sich nicht damit abfinden wollen. Wie Robert Donoso Büchner. Er ist technischer und biologischer Leiter des Sea Life Aquariums in Oberhausen. Den Besuchern haben es besonders die bunten Fische aus den Tropen angetan. Doch sein Herz schlägt für die Fische seiner Heimat. Die haben ihn schon als Kind fasziniert. Mein Vater fragte mich natürlich, Jung, was willst du denn mal werden? Und dann habe ich natürlich die Antwort gegeben, ich möchte irgendwas mit Tieren machen. Ja, daraufhin hat mein Vater sich natürlich verwundert da den Kopf gerieben und sagt, wie, willst du Metzger werden? Und naja, das war nicht das, was ich wollte. Robert Donoso Büchner wollte etwas anderes. Bis heute setzt er sich für das Überleben heimischer Fischarten ein. Ein Fisch hat es ihm besonders angetan. Die Groppe. Früher kam der kleine Speisefisch häufig in der Emscher vor.
Auch bei den Anwohnern der Emscher regte sich schon früh Widerstand. Einige Wohnviertel Castrop-Rauxels liegen nur einen Steinwurf vom Kanal entfernt. Eine traumhafte Lage, wenn man nur das Abwasser nicht riechen würde. Ende der 80er Jahre haben sich einige Nachbarn zusammengetan, um gegen den Gestank zu protestieren. Heute feiert die Bürgerinitiative Menschen an der Emscher ihr 30-jähriges Bestehen. Die Raute. Gut. Wunderbar. Die Aktivisten haben lange selbst vom Wirtschaftsboom des Ruhrgebiets profitiert. Doch kleine Oasen wie diese, in denen viel Arbeit steckt, litten unter einem gravierenden Manko. Die Emscher war bei ihnen als die Schwatte, die Schwarze, verpönt. Hier gab es also einen Garagenhof, auf dem in großen Lettern auf der Tür drauf stand: Die Schwatte stinkt uns alle an. Und das war sozusagen das, was jeder wahrgenommen hat. Ja? Und dann hast du den Mief, den hast du bis im Schlafzimmer gehabt. Also wenn man früher gesagt hat, hör mal, da bei uns wird eine Wohnung frei, dann haben die, ach da eine Emscher? Ah, nee, also vielleicht nicht. Ne? Und Es ist ja auch unnormal, dass noch Abwässer frei durch eine Siedlung gehen. Und das war eigentlich auch so der Ursprung des Vereins, wo wir also, sage ich jetzt mal, diese Situation zum Anlass genommen haben und gesagt, das kann es nicht sein, das kann nicht Zukunft sein. Die Menschen an der Emscher haben den Zeitpunkt für ihr Aufbegehren gut gewählt. Die Schwerindustrie im Ruhrgebiet gerät ab Ende der 1950er Jahre in eine Krise. Von ursprünglich mehr als 400 Bergwerken überleben gerade einmal 11 die 90er Jahre. 2018 schließt die letzte Zeche. Hunderttausende von Bergleuten verlieren ihre Arbeitsplätze. Zeit für eine Neuausrichtung des Ruhrgebiets. Heute ist die Zeche Zollern in Dortmund ein Industriedenkmal, das an die Glanzzeiten des schwarzen Goldes erinnert. Ihr Ende verspricht zum ersten Mal neue Perspektiven für die Umwelt. Darauf haben die Menschen an der Emscher lange gewartet. Erst als die Zechen schließen, trauen sie sich, die Slogans der Industriebosse in Frage zu stellen. Also ich sage, Emscher, schwarzer Fluss auf immer. Das war zu dem Zeitpunkt für uns nicht mehr akzeptabel, weil man rundherum in anderen Regionen ja gesehen hat, man geht da anders um mit Wasser, man hat dort Kläranlagen, die wir hier schlicht und einfach vermisst haben. Na? Zuerst sind es nur ein paar Nachbarn, die in Castrop-Rauxel auf die Straße gehen, um Mitstreiter zu finden, die mit ihnen dafür kämpfen, dass die Emscher sauberer wird. Ihre Strategie ist einfach und direkt. Da haben wir dann auch Wasserproben gemacht und haben die mal analysieren lassen, ne? Und konnten dann den Leuten auch erzählen, was da so wirklich drin ist, ne? An Schadstoffen oder sowas, Giften, die krebserregend sind und diese ganzen Geschichten. Ne? Das waren so die Aktionen, die wir dann mal gemacht haben. Und dann eben die Presse immer dabei, das war immer klasse gewesen. Also die haben uns ziemlich unterstützt. Wenn, so wie der Detlef es gerade gesagt haben, solche Proben dann veröffentlicht wurden, dann schreckte das natürlich auch die Emscher Genossenschaft ab. Die haben das natürlich dann sofort dementiert, ist alles gar nicht so schlimm. Aber das produzierte eigentlich nur einen neuen Bericht in der Zeitung, der uns dann wieder entgegenkam. Auch in Dortmund fordern damals Anwohner von den Verantwortlichen eine Lösung. Das romantisch gelegene Wasserschloss Haus Dellwig ist nur wenige Meter vom Dellwiger Bach entfernt, einem jahrzehntelang kanalisierten Zufluss der Emscher. Nachdem durch das Ende des Kohleabbaus keine dramatischen Bergsenkungen mehr zu befürchten waren, startete die Emscher Genossenschaft hier ein Experiment.
Parallel zum Kanal wurden unterirdisch Rohre verlegt. Sie sollten das Abwasser einer nahegelegenen Wohnsiedlung direkt in eine Kläranlage leiten. Mit Hilfe der neuen Rohre konnte der Dellwiger Bach nicht nur von Abwasser, sondern auch von seiner Betonsohle befreit werden. Heute ist der Wald ein Naturschutzgebiet, in dem seltene Tierarten wie die Waldeidechse vorkommen. Die Kröten geraten in ihrem neuen Lebensraum sogar in Paarungsstimmung. Nach dem ersten Erfolg lässt sich nun in größeren Dimensionen denken. 2009 fällt der Startschuss zum Bau eines riesigen unterirdischen Kanals, der die Emscher von der Abwasserlast befreien soll. Doch wie können in diesem dicht besiedelten Gebiet nachträglich dicke Rohre unter die Erde gebracht werden? Die Lösung kommt, wie im Ruhrgebiet nicht anders zu erwarten, aus dem Bergbau. 30 Meter tiefe Schächte werden angelegt. Sie machen es möglich, die Abwasserrohre Stück für Stück unter die Erde zu schieben. Rohrteile werden mit der Lore durch einen bereits fertigen Abschnitt des neuen Abwasserkanals dorthin transportiert, wo sie montiert werden sollen. Ihr Ziel liegt 10 Kilometer entfernt, tief unter dem Ruhrgebiet. Hier werden die neuen Abwasserrohre zusammengesetzt. Aus Einzelteilen entsteht peu à peu ein neues Abwassersystem. Solche Rohre sollen der Emscher in Zukunft ihre schmutzige Fracht abnehmen. Im Bottropper Bernepark hat man sie zu Hotelzimmern umgebaut. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier das Röhrenhotel aufkriegen. Ja. Oh, ich bin angenehm überrascht. Absolut irre. Aber sieht recht gemütlich aus, doch, doch. Wenn man sich vorstellt, dass da demnächst durch solche Rohre das Schmutzwasser der Emscher durchgeht. Und naja, ich bin jetzt auch nicht der Kleinste. Ich finde das schon. Hättet ihr euch das vorgestellt, so in dieser Größe? Als Gartenhaus kann man das auch durchaus nutzen. Klaus, mach mal Probe legen. Nicht schlecht, Sieht gut aus. aber alleine ist man ziemlich einsam in so einem Abwasserrohr. Ja. Schaut doch auch mal hier rein. Melanie, ja klar. Das auf an der Seite mit der Marke. Dann macht gleich das Probe liegen. Genau. Die Bürgerinitiative freut sich über den lang ersehnten technischen Fortschritt. Ich kann jetzt so ein bisschen vorschlagen. Dass wir in der Lage sind, solche Rohre, man muss sich das einfach mal vorstellen, in einer Länge von bis zu 1000 Meter unter der Erde durchpressen können. Ja, die Dinger hinterher dicht sind und eine Güte haben, die mindestens 100 Jahre Bestand haben soll. Doch bevor die Emscher frei von Abwasser durch die Region fließen kann, müssen die neuen Rohre erst noch an Kläranlagen angeschlossen werden. Im Emscher Gebiet werden es am Ende 5 Kläranlagen sein, die das Schmutzwasser von 2,2 Millionen Einwohnern, Industrie und Gewerbe reinigen. Das alte Klärwerk, durch das jetzt noch die Emscher fließt, wird auf neue Aufgaben vorbereitet. Schon bald wird es nicht mehr von Emscherwasser, sondern den neuen Abwasserrohren gespeist.
Aus dem organischen Abfall der Kläranlage wird in diesen Türmen schon jetzt Faulgas produziert, das der Erzeugung von Strom und Gas dient. Auch das ein Schritt in die Zukunft. Lange glaubte niemand, dass in der Emscher etwas überlebt haben könnte, außer Bakterien. Der Fischexperte Robert Donoso-Büchner war anderer Meinung und sucht bis heute in den kleineren Zuflüssen nach Lebenszeichen. »50, 777. Seine Hoffnung baut auf ein Messgerät, das ihm die Wasserqualität anzeigt. Offenbar gibt es Kanalabschnitte, die weniger verschmutzt sind als andere. Einer der Bäche mit einer besseren Wasserqualität ist die Boye. An ihrem Unterlauf, kurz vor der Mündung in die Emscher, ist sie mit Abwasser verseucht. Doch oberhalb der Einleitungen lohnt es sich, genauer hinzusehen. Nach vielen Fehlschlägen macht er eine sensationelle Entdeckung. Eine lebende Groppe. Die Wasserwerte, die ich analysiert hatte, die hatten eigentlich darauf hingewiesen, dass hier nichts vorkommen kann. Das wiederum haben die Fische, glaube ich, nicht gelesen. Die kommen trotzdem hier vor. Und das hat mich sehr verwundert. Die Groppe ist auch als Koppe bekannt und wird bis zu 16 cm lang. Weil sie keine gute Schwimmerin ist, hält sie sich am liebsten am Boden auf, wo sie sich von Insektenlarven ernährt. In schmutzigem Wasser kann die Groppe eigentlich nicht überleben. Außer es gibt Frischwasserquellen, die sie mit Sauerstoff versorgen. Robert Donoso-Büchner meldet den seltenen Fund Bernd Stemmer von der Fischereibehörde. Hallo, Herr Donoso. Ach, hallo. Tag auch. Na, wie sieht's aus? Haben Sie schon was? Im Moment noch gar nichts. Ein paar Stieflinge, aber das war's dann auch. Ja. Müssen welche sein. Ja. Ich kann ja mal gucken hier vorne nochmal, ob ich da was finde. Die eine Groppe war vielleicht nur ein Glücksfang. Doch der Entdecker will dem Mann von der Fischereibehörde beweisen, dass er nicht geträumt hat. Nix. Ah, ich habe eine. Ich habe eine. Oh, tatsächlich. Super. Das zeigt uns ja, dass sie sich hier auch tatsächlich selber fortpflanzen. Schräg Dreh mal halten. um. So. Ja, klasse. Wahnsinn. Jo. Ja, toll. Das ist ja spitze. Zwei, Und das in dem mehrere, Wasser. Ich hätte das nie gedacht. Ja, mehrere Generationen in eins. Das ist eine absolute Überraschung, weil es sind nur wenige Kilometer hier die Strecke, wo die Koppen überhaupt leben können. Unterhalb kommt ja schon wieder Schmutzwasser. Alle Fische, die unterhalb hinkommen, würden sterben. Also das ist schon eine absolute Sensation, dass sich die Tiere hier über 100 Jahre erhalten haben. So. Der hat immer die kleinen sonst. Ja. Wie viel hatten Sie denn hier sonst? Immer so Einzeltiere, aber so 25 Arten hatte ich hier schon. Ich denke, wir sollten mal wirklich eine systematische Elektrobefischung machen. Mit einer Elektrobefischung kann der Biologe herausfinden, wie viele Groppen in diesem Bach überlebt haben. Nur wenige Kilometer unterhalb des Fundortes an der Boye wird der Bach zum Abwasserkanal. Hier hätten die Groppen keine Überlebenschance. Chemie und Fäkalien haben Bäche wie diesen über die Jahrzehnte zerstört. Bevor hier wieder Fische leben und sich fortpflanzen können, müssen die Emscher und mehr als 30 Zuflüsse erst wieder zu natürlichen Gewässern werden. Vielleicht kann der Fund einer seltenen Fischart die Verantwortlichen davon überzeugen, dass es dafür noch nicht zu spät ist.
Noch fließt die Emscher auch durch Dortmund in ihrem alten Betonbett. Unter diesem Stahlwerk verborgen wäre sie im Stadtteil Hörde fast in Vergessenheit geraten. Im 20-Minuten-Takt verdüsterte sich der Himmel, als hier Stahl hergestellt wurde. Doch das ist längst Geschichte. Nur die wenigsten wussten, dass sich die Emscher in einem Rohr unter dem Werksgelände versteckt. Bis 2002 das Stahlwerk abgerissen wird. In der Tiefe kommt Wasser zum Vorschein. Nach mehr als 100 Jahren erblickt die Emscher in Dortmund-Hörde wieder das Licht der Welt. Willi Gard hat im Stahlwerk gearbeitet und kennt die Geschichte der Emscher. Wir stehen jetzt hier an oder auf dem alten Emscher-Kanal. Früher floss die Emscher ja hier frei herum an der Stelle, und als das Werk kam, musste sie verrohrt werden. Und als Kind bin ich da mit meinen Nachbarskindern mit 8, 9 Jahren mit einer Kerze in den Hörder Bachtunnel reingegangen. Und wenn die Kerze ausgegangen wäre, da wären bei uns auch die Lichter ausgegangen. Den mulmigen Hörder Bachtunnel gibt es heute nicht mehr. Die Emscher und einer ihrer Zuflüsse wurden freigelegt und bepflanzt. Willi Gard hat die Wandlung miterlebt. Die Schwerindustrie ist einer neuen Ära gewichen. Die Öffnung des Hörder Bachs und für den Zusammenfluss, das war für mich ein ganz besonderes Ereignis. Denn ich hatte ja den Bach nie im Freien gesehen, also jedenfalls nur vorne als Kloake. Und ab dann verrohrt bis hier hinten, wo ihn keiner sah und auch die Emscher nicht. Und das war ein wunderschönes Erlebnis. Die Stadt Dortmund will nicht nur der Emscher eine neue Bühne geben. Wo einst das Stahlwerk stand, soll ein 24 Hektar großer See entstehen. 2010 wird der neue Phoenixsee mit Grund- und Trinkwasser befüllt. Ein See, der den Stadtteil Hörde nicht nur ästhetisch aufwerten soll. Er ist so angelegt, dass er bei Unwetter zusätzlich Regenwasser aufnehmen kann, um Überschwemmungen an der Emscher zu vermeiden. In der Landschaftsplanung setzt er völlig neue Maßstäbe. Mit Bootsanlegern, Flaniermeile und einer lebendigen Gastronomie ist an der Emscher ein neues Freizeitareal entstanden. Die renaturierte Emscher schlängelt sich am Ufer entlang, wo rund 2000 Wohneinheiten für die neue Noblesse am Phoenixsee entstanden sind. Der nahegelegene Weinberg erlaubt eine Zeitreise in die Geschichte des Ruhrgebiets. Vor der Industrialisierung gab es rund um Dortmund viel Landwirtschaft. Willi Gard hat die Verwandlung des Stahlwerks in einen Freizeitsee begleitet. Heute ist er zum ersten Mal mit dem Tretboot unterwegs. Längst haben Kanadagänse den von Menschen geschaffenen Lebensraum erobert. Wo vor 20 Jahren noch rauchende Schlote standen, gleiten nun Hechte majestätisch über den Grund. Die Raubfische wurden hier ausgesetzt, damit sich kleinere Fische nicht zu stark vermehren.
Die Bootstour weckt bei Willi Gard, der den Phoenixsee aus der Asche entstehen sah, Erinnerungen. Ja, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe zwar schon den See von Anfang an begleitet, aber jetzt bin ich zum ersten Mal auf dem See. Und hier drunter waren tatsächlich die Arbeitsplätze. Es ist schon unwahrscheinlich. Tolles Gefühl hier. Wie die Emscher am Phoenixsee, so werden auch ihre Zuflüsse nach und nach renaturiert und bieten seltenen Tierarten neue Lebensräume. Ob auch die Groppe in den neuen Gewässern eine Chance hat, soll sich bei einer Elektrobefischung erweisen. Mario Sommerhäuser ist als Chefbiologe der Emscher Genossenschaft mitverantwortlich für den Rückbau der Kanäle. Zusammen mit Bernd Stemmer von der Fischereibehörde will er herausfinden, ob sich die Groppe in den renaturierten Bereichen fortpflanzen kann. Ah, die ist schon ein bisschen größer. Mal gucken, er hat auch 5 bis 10 hat die. Jeder Fisch, der ins Netz geht, ist durch die Befischung mit Strom leicht betäubt, wird vermessen und in einer Liste erfasst. Der hat auch über 10 bis 15. Die große Zahl an Groppen lässt den Biologen von der Emscher Genossenschaft ins Schwärmen kommen. Eine riesengroße Überraschung. Ein Gewässer, wo jahrzehntelang Abwasser geflossen ist. Und wir finden in diesem Gewässer eine Fischart, die wirklich was Besonderes ist. Doch an vielen Stellen, wie am Gasometer in Oberhausen, sieht die Emscher noch wie früher aus. Kein guter Platz für einen besonderen Fisch. Der Groppenexperte sucht nach einem treffenden Argument, um die Renaturierung zu beschleunigen. Er findet es unter dem Mikroskop. Die Groppe, die er entdeckt hat, ist eine Art, die nur in einem der Emscher Zuflüsse vorkommt. Die Emscher Groppe. Das war schon ein starkes Argument, dass sie eben eine geschützte Art ist. Aber umso mehr, da sich herausstellte, dass das eben eine besondere Art ist. Für ihn steht fest, die Behörden müssen noch mehr für das Überleben der Gruppe tun. Über weit mehr als 100 Jahre war das Ruhrgebiet das Zentrum der deutschen Industrie, der Garant des Wirtschaftswunders. Doch die Zeiten haben sich geändert. Tag und Nacht ist das Ruhrgebiet damit beschäftigt, sich neu zu erfinden. Industriebetriebe gibt es hier immer noch. Doch sie sind sauberer geworden und ihr Abwasser wird unter die Erde verbannt. Kläranlagen werden zu Kunstwerken und Zechentürme zu Museen. Die größte Grubenlampe der Welt wirft ihr Licht auf eine neue Zukunft. Die Neugestaltung des Flusssystems bewegt und verändert die ganze Region. Jetzt ist schon okay. So. In Castrop-Rauxel startet die Bürgerinitiative Menschen an der Emscher eine Radtour, um die großen Veränderungen durch den Umbau hautnah bestaunen zu können. Noch ist das neue Abwassersystem nicht an Kläranlagen angeschlossen. Und in Castrop-Rauxel stinkt die Emscher immer noch. Doch neue Radwege entlang des Flusses weisen schon jetzt den Weg durch ein attraktiveres Ruhrgebiet.
Diese Wasserkreuzung wurde aufwendig saniert. Oben der schiffbare Rhein-Herne-Kanal, unten die Emscher. An einigen Stellen zeigt sie bereits ihr neues Gesicht. Guck mal, die Enten da unten auf der Emscher. Das ist ja unglaublich, Ja. das hat es ja früher nicht gegeben. Ne? Nee, es ist schon ein toller Fleck geworden. Ne? Das hat schon einen richtigen Naherholungscharakter jetzt für Castrop, für die Region hier, finde ich, was sich da alles so tut. Also ich glaube, das konnte man sich damals gar nicht vorstellen. Ne? Als wir das dann das erste Mal geplant haben, haben wir gedacht, das wird nichts eigentlich. Ja. Wenn man zurückdenkt an die Kindheit, wie die Emscher gerochen hat, wie die Emscher aussah, die Betonbecken, das ist schon toll jetzt, wenn man das Ich kann sieht. mich nur erinnern, wie das dann war im Sommer, da mit dem ganzen faule Eiergeruch und so Ja, weiter. mit dem Geruch, ja, genau. Bis 2020 soll das gesamte Emscher-System renaturiert werden und überall nur noch geklärtes Wasser und Regenwasser führen. Die Radtour führt weiter nach Dortmund-Mengede. Hier haben Ingenieure eine Stauanlage gebaut, die die tiefer gelegene Umgebung vor Hochwasser schützt. Die neu entstandene Pufferzone aus Schilf und Wiesen hat eine Größe von 46 Fußballfeldern. Bei Hochwasser kann die Emscher heute über die Stauanlage reguliert werden. Ein Fortschritt für die Anwohner. Das waren ja früher, ich sag mal, in kurzen Abständen hier die Siedlungen teilweise bis zur 3., 4. Kellertreppe, überschwemmt. Und das hat sich im Zuge der Zeit dann normalisiert. Erstens wurden Pumpwerke gebaut und jetzt im Nachgang noch im Zuge der Renaturierung und Umstrukturierung eben dieses Regenrückhaltebecken auch. Es ist einfach für mich ein Traum. Es ist ein Traum, wie sich das entwickelt hat. Von den neuen Rückhaltebecken profitieren nicht nur Menschen. Das Feuchtgebiet lockt seltene Vögel wie den Kiebitz. Dass er zur Brutsaison das Ruhrgebiet besucht, ist für Vogelfreunde eine Sensation. Auch Graureiher finden in diesem Teil der Emscher frische Nahrung. Wie schnell sich Pflanzen und Tiere ihren Raum zurückerobern können, zeigt sich auch am künstlich angelegten Ewaldsee. Früher hat er eine Zeche mit Kühlwasser versorgt. Nach ihrer Schließung hat man den See sich selbst überlassen. Mittlerweile haben ihn Blässhühner übernommen. Und Füchse erobern die Ufer. Durch den Kohleabbau sind Bergsenkungen entstanden, die heute Raum für Überschwemmungsflächen bieten. Von den sumpfigen Uferzonen profitiert die seltene Ringelnatter. Wie auch Bäche zu neuem Leben erwachen, wenn sie erst von ihren alten Betonschalen befreit sind, zeigt sich an vielen Zuflüssen der Emscher. 2016 haben schon 40% von ihnen ein deutlich frischeres Gesicht. Doch alle diese Zuflüsse münden in die Emscher und deren Umbau steht größtenteils noch aus. Bevor auch die Emscher zu einem natürlichen Gewässer werden kann, müssen noch einige Fragen geklärt werden. Wie verhält sich die Strömung, wenn der Kanal aus seinem Betonbett befreit wird? Hat der Fluss überall genug Platz, um sich auszubreiten?
Ein Praxistest soll zeigen, ob sich die Wassermassen so verhalten wie im Modellversuch. Hier werden die letzten verdreckten Ablagerungen ausgebaggert, nachdem die alte Betonsohle bereits entfernt wurde. In diesem Testabschnitt werden die Ufer neu modelliert, damit sich die Emscher entfalten kann. Das Ergebnis? Ihren Weg findet sie von ganz allein, ohne dass es zu unvorhergesehenen Problemen kommt. Die Bagger dürfen sich weiter vorarbeiten, bis zur etwa 50 Kilometer entfernten Mündung. Die Geschichte der Emscher ist älter als die des Ruhrgebiets. Schon vor mehr als 14.000 Jahren haben Menschen in den damals wilden Auen gesiedelt. Erst der Emscher-Umbau versetzt Archäologen in die Lage, die großen Geheimnisse dieses Flusses zu lüften. Ja. Wissenschaftliche Grabungen bringen mehrere 10.000 Zeugnisse aus verschiedenen Epochen ans Licht. Sie alle erzählen von der spannenden Geschichte eines Flusses, der lange weit mehr war als nur ein Abwasserkanal. Zur genaueren Untersuchung werden die Fundstücke ins Archäologische Archiv nach Münster gebracht. Darunter auch der bis zu 50.000 Jahre alte Stoßzahn eines Mammuts. Die Emscher war damals ein reißender Strom. Jedes Fundstück wird genau ausgemessen, registriert und sorgfältig bearbeitet, um es für die Nachwelt zu erhalten. Der Paläontologe Lothar Schöllmann und der Archäologe Jürgen Pape versuchen, sich ein genaues Bild vom früheren Leben an der Emscher zu machen. Alte Angelhaken beweisen, dass die Emscher ein fischreiches Gewässer war. Der ist deutlich schmaler schon. Die Haken sind sogar groß genug für Hechte und Barsche. Damit die Groppe zupasst. Kleinen Krebs oder ein Wurm vielleicht. Aber auch die Groppe hat es vor mehreren tausend Jahren schon gegeben. Also es war für die Menschen, die dort gelebt haben, auf jeden Fall ein toller Fluss. Wir haben also die Angelhaken, dann die Reuse, aber wir haben auch Zäune gehabt mit Flechtwerk, die einfach auf einmal quer zur Flussrichtung verlaufen. Und wir können hier praktisch die Entwicklung an der Emscher, halt den Lebensraum von der späten Eiszeit bis heute nachweisen. Nicht nur Fische, sondern auch eine robuste Pferderasse lebte am Fluss. Die Emscherbrücher Dicköppe durchstreiften die Emscherauen, bis sie im 19. Jahrhundert eingefangen und ins westfälische Dülmen verfrachtet wurden. Die andere Situation, wo die so eng stehen, ist dann im Winter. Könnten nicht einige von ihnen in ihre alte Heimat zurückkehren? Sie könnten sich dort als natürliche Rasenmäher nützlich machen. Mit den alten Dickköppen würde die Geschichte der Emscher wieder aufleben. Auch dann, wenn der Fluss nie wieder ganz der alte sein wird. Wir können einen Fluss, der 100 Jahre Abwasserfluss war, nicht wieder zu dem zurückbauen, was er mal gewesen ist, zu einem meandrierenden Tieflandfluss mit einer großen Bruchlandschaft. Wir glauben aber, dass wir die Tierarten, die wir dort mal als besonders markante hatten, wie zum Beispiel auch die Wildpferde, durchaus an einigen Stellen wieder zurückgewinnen können. Es wäre nicht die erste Vision, die an der Emscher in die Tat umgesetzt wird.
Zwischen ihrer Quelle in Holzwickede und ihrer Mündung in den Rhein sind die Emscher und ihre Zuflüsse heute schon an vielen Stellen wieder zu naturnahen Gewässern geworden. Ein schmutziges Stahlwerk hat Platz gemacht für moderne Architektur am See. Und endlich kann auch der große Traum von Robert Donoso Büchner wahr werden: die Rettung der Emscher Groppe. Die Jungtiere, die in einem Emscher Zufluss gefangen wurden, dürfen sich auf einen neuen, sauberen Lebensraum freuen. Genau hier. Bernd Stemmer und Mario Sommerhäuser setzen sie mitten in Dortmund in einem der renaturierten Bäche aus. Ganz langsam. Ja, dann macht's mal gut. Ja, jetzt auf geht's. Ja. Ah, da hinten, wunderbar, ganz viele. Die Biologen sind zuversichtlich, dass sich die Groppen hier etablieren können. Die ersten besetzen sofort ihr neues Revier und verteidigen es unnachgiebig gegen andere. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis sie nach den kleineren Zuflüssen auch die Emscher erobern können. Einige der Bäche sind schon so sauber, dass sogar Bachforellen zurückgekehrt sind. Auch erste Stichlinge lassen sich sehen, die vor der Industrialisierung in großen Schwärmen vorkamen. Bis 2020 soll die Emscher selbst auf ihrer ganzen Länge zu einem sauberen Gewässer für Fische werden. Doch noch gibt es an der Mündung in den Rhein ein unüberwindbares Hindernis. Ein Wehr verhindert, dass Fische von der Emscher in den Rhein schwimmen können oder umgekehrt. In Zukunft sollen sie es leichter haben. ...700 Meter von der jetzigen Mündung entfernt haben Ingenieure und Biologen eine mehr als 20 Hektar große Auenlandschaft geplant. Sie wird Teil einer neuen Mündung. Die Radtour der Menschen an der Emscher endet hinter den Deichen an der Emscher Mündung. 30 Jahre hat sich die Bürgerinitiative aus Castrop-Rauxel mit dafür eingesetzt, dass ein Abwasserkanal wieder zum Fluss wird. Grüßchen, Frau. Die neue Emscher steht kurz vor ihrer Vollendung. Dass es tatsächlich möglich war, mitten im Kohlenpott eine neue Lebensader zu schaffen, ist für viele immer noch unglaublich. Ja, und sag ich mal, dass wir das auch erleben dürfen, ne? In Anführungsstrichen. Das kommt ja auch noch dazu, dass wir erleben dürfen, dass die Emscher sauber wird. Ne? Unsere Eltern hätten an sowas nie gedacht, ne? Dass das mal sowas werden sollte. Ne? Weil das hätten unsere Eltern nie für möglich gehalten. Ne? Und das ist, ja, das finde ich schon gut. Schauen wir mal. Schon gut. Das Ende der Kohle- und Stahlindustrie hat das Ruhrgebiet sichtbar verändert. Industrie und Natur sind auf einem guten Weg, sich zu versöhnen. Die Emscher als Abwasserkanal werden die Menschen schon bald vergessen haben. Denn mit dem neuen Fluss kommt das Leben zurück in eine Region, die in der Lage ist, alte Sünden in neue Chancen zu verwandeln.
Mit dem Umbau der Emscher hat das Wasser eine neue Bedeutung bekommen. Wasser ist nicht nur der Ursprung allen Lebens. Wasser gibt uns auch die Kraft, die Welt neu zu gestalten.